Du liebst Pizza? Nach diesem Video wirst du dank einer Pizza endlich verstehen, warum du beim Bruchrechnen an einen gemeinsamen Nenner denken musst. Und nach diesem Video wirst du Pizza noch mehr lieben, weil du dank ihr endlich Bruchrechnen kapierst. In diesem Video zeige ich dir die Rechenregeln zur Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division beim Bruchrechnen. Mit Brüchen kannst du einen Teil, einen Bruchteil von etwas darstellen. Nehmen wir eine Pizza und teilen sie in 4 Teile. Wenn ich mir jetzt ein Stück wegnehme, dann habe ich ein Stück von 4 Stücken vom Ganzen. Mathematiker schreiben hierfür einfach 1, dann einen Bruchstrich und dann unter dem Bruchstrich die 4. Das über dem Bruchstrich nennt man Zähler, das darunter den Nenner. Der Nenner benennt den Bruch, sagt uns also, was für eine Sorte Bruch wir vor uns haben. Und der Zähler gibt die Anzahl an, also wie viele von einer bestimmten Sorte wir haben. 1 Bruchstrich 4, das sagt aber keiner, sondern das heißt ein Viertel. Der Nenner, also das unter dem Bruchstrich, wird immer mit Tel gebildet. So weiß man auch beim Sprechen, was unten steht. Also Viertel, Fünftel und es geht immer so weiter. Sechstel, Siebtel, Tausendstel. Ist der Nenner 1, klingt das zwar komisch und das sagt man auch kaum, aber korrekt ist es. Das Eintel. Die ganze Pizza zum Beispiel ist ein Ganzes oder ein Eintel. Zweitel sagt man gar nicht, das heißt halb oder halbe. Und ein Dreitel heißt es auch nicht, sondern man sagt Drittel. Addieren. So, wie hilft dir die Pizza jetzt beim Addieren von Brüchen? Wenn du an das Pizza-Beispiel denkst, wirst du dir viel leichter merken können, wie man Brüche addiert. Pass auf, ich habe jetzt ein Viertelstück Pizza und möchte ein weiteres Viertelstück Pizza dazuzählen. Dann habe ich ja 2 Viertelstück Pizza. Du siehst also, wenn die Brüche den gleichen Nenner haben, also von der gleichen Sorte sind, so wie hier meine Viertelstücke Pizza, kann ich die Brüche addieren, indem ich ihre Zähler addiere und der Nenner gleich bleibt. Also ein Viertel plus ein Viertel ist gleich 2 Viertel. Und du siehst, das ist das gleiche wie eine halbe Pizza. Schau aber mal jetzt, ich habe ein Viertelstück Pizza und möchte ein Achtelstück Pizza dazuzählen. Der erste Reflex ist hier ganz oft, einfach das oben und das unten zusammenzählen. Das ist aber falsch. Ein Viertel plus ein Achtel ist nicht ein Zwölftel. So, jetzt aber langsam. Bei der Addition von Brüchen musst du nämlich die Brüche auf einen gemeinsamen, auf den gleichen Nenner bringen. Denn dann hast du 2 Brüche vom gleichen Typ mit dem gleichen Nenner. Dazu kannst du übrigens auch Hauptnenner sagen. Das heißt bei der Pizza in gleich große Stücke schneiden, damit wir sie zusammenzählen können. Im Moment haben wir ja noch eine Pizza, die in 4 Stücke zerlegt ist und eine andere, die in 8 Stücke zerlegt ist. Wie kommst du jetzt hier auf den gemeinsamen Nenner, den Hauptnenner? Die erste Möglichkeit ist, einfach beide Nenner miteinander zu multiplizieren. Also 8 mal 4 ist 32. Aber welche Zähler haben wir jetzt? Ein Viertel ist ja nicht gleich ein 32. Und ein Achtel ist auch nicht gleich ein 32. Um auf die richtigen Zähler zu kommen, musst du die Brüche erweitern. Einen Bruch erweiterst du jetzt, indem du Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl multiplizierst. Das darf man, weil man dadurch den Bruch nicht verändert. Guck mal hier bei der Pizza. 2 Achtel ist dasselbe wie ein Viertel. Um von einem Viertel auf 32 zu erweitern, musst du also sowohl Zähler als auch Nenner mit der 8 multiplizieren. Also 1 mal 8 und 4 mal 8. Das ergibt dann 8 32. Genauso bei einem Achtel. Hier musst du beide Zahlen mit der 4 multiplizieren, also wieder erweitern. Das mit dem Erweitern geht deshalb immer, weil du ja eigentlich nur mit der 1 multiplizierst. Und einmal eine Zahl ist immer die Zahl selbst. Nur tarnt sich hier unsere 1. Sie lautet 4 Viertel oder 8 Achtel. Aber 4 Viertel ist eben 1 und 8 Achtel ist auch 1. 8 geteilt durch 8 ist gleich 1. Also erweitern wir die 1 Achtel mit der 4. Das gibt 4 32. Diese beiden Brüche kannst du jetzt easy addieren, weil beide den gleichen Nenner haben, also von der gleichen Sorte sind. Du hast 8 32 plus 4 32 und das sind zusammen 12 32. Bei der Addition von Brüchen addierst du immer oder zählst zusammen den Zähler. Hier also die 8 und die 4, nicht den Nenner, hier die 32. Diese 12 32 solltest du jetzt noch kürzen. Das ist das Gegenteil vom Erweitern. Dabei schaust du, durch welche Zahl der Zähler und der Nenner teilbar sind, so dass danach möglichst kleine ganze Zahlen dastehen. Hier ist das die 4. Ich teile also oben und unten durch 4. 12 durch 4 gibt 3, 32 durch 4 gibt 8. Also ist das gekürzte Ergebnis 3 Achtel. Viel geschickter addieren kannst du die beiden Brüche aber mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen, kurz dem KGV. Das KGV ist der kleinste gemeinsame Nenner.
So findest du den kleinsten gemeinsamen Nenner. Dafür brauchst du die Primfaktorzerlegung. Das Wort klingt viel schlimmer, als es ist. Primzahlen sind einfach nur Zahlen, die nur durch sich selbst und durch die 1 teilbar sind. Bei der Primfaktorzerlegung zerlegen wir Zahlen in Primzahlen. Und das geht so. Die 4 lässt sich durch die 2 teilen, also können wir statt 4 auch 2 mal 2 schreiben. Die 8 lässt sich durch die 2 teilen, also können wir 2 mal 4 schreiben. Und dann können wir die 4 auch noch durch die 2 teilen, bleibt also 2 mal 2 mal 2. Und wenn man das ausrechnet, kommt wieder die 8 raus. Und so findest du jetzt das kleinste gemeinsame Vielfache. Du nimmst alle Zahlen von beiden Zahlen, die du in der Primfaktorzerlegung gefunden hast, und multiplizierst sie miteinander. Die Zahlen, die beide gemeinsam haben, nimmst du jeweils nur einmal. Du hast hier also 2 mal 2 mal 2 ist gleich 8 und 2 mal 2 ist gleich 4. Das KGV ist also 2 mal 2 mal 2 und das ergibt 8. Die 8 ist hier also der gemeinsame Nenner. Die 4 passt ja zweimal in die 8. Einen Bruch erweiterst du jetzt, indem du Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl multiplizierst. Das darf man, weil man dadurch den Bruch nicht verändert. Wir erweitern mit 2 Halben. Und das geht wieder, weil 2 Halbe ist das gleiche wie 1. Hier ist das genauso. Denk an die Pizza. 2 Achtel ist dasselbe wie ein Viertel. Den zweiten Bruch musst du nicht erweitern. Der hat ja schon den gemeinsamen Nenner, die 8. Wenn du 2 Brüche mit dem gleichen Nenner hast, kannst du einfach Zähler plus Zähler addieren, so wie eben, und der Nenner bleibt gleich. Und rauskommt 3 Achtel. Subtrahieren. Jetzt weißt du, wie du Brüche addierst. Das gleiche gilt fürs Minusrechnen, der Subtraktion. Da musst du die Brüche ebenfalls auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Bei dieser Rechenaufgabe kannst du entweder durch Kürzen oder Erweitern auf den gemeinsamen Nenner kommen. 6/12 minus ein Viertel. Du kannst den zweiten Bruch mit der 3 erweitern. Die 4 passt nämlich 3 mal in die 12. Und das macht dann 3/12. Und 6/12 minus 3/12 sind gleich 3/12. Hier kannst du noch mit der 3 kürzen und dann ist das Ergebnis ein Viertel. Oder du kannst den ersten Bruch kürzen. Einen Bruch kürzt du, indem du den Zähler und den Nenner durch die gleiche ganze Zahl teilst, so wie eben. Hier passt beim ersten Bruch die 3. Die 6 und die 12 sind durch 3 teilbar. Bei der 12 macht das 4 und damit hätten beide Brüche den gleichen Nenner. Also haben wir 2 Viertel minus ein Viertel und das gibt wieder ein Viertel, so wie eben, und du sparst dir auch noch das Kürzen. Multiplizieren. Jetzt zum Malrechnen. Beim Bruchrechnen ist die Multiplikation wirklich meine Lieblingsregel. Einfach, weil sie so schön einfach ist. Du rechnest Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Ein Viertel mal ein Viertel ist gleich ein Sechzehntel. Und schnell noch ein Beispiel. 3/5 mal 7/12 ist gleich 21 Sechzigstel. Dividieren. Und dividieren ist fast genauso einfach. Brüche kannst du dividieren, also teilen, indem du den ersten Bruch mit dem Kehrwert des zweiten Bruchs multiplizierst. Der Kehrwert ist der Bruch einmal umgedreht. Der Zähler wird zum Nenner und der Nenner wird zum Zähler. Hier ein Beispiel. 1/2 geteilt durch 2 Viertel ist gleich 1/2 mal dann der Kehrwert 4 halbe und das ist gleich 4 Viertel, also gleich ein Eintel und das ist gleich 1. Und noch eine Aufgabe. 3 Viertel geteilt durch 1 Achtel ist gleich 3 Viertel. Wir nehmen wieder den Kehrwert, also mal 8 Eintel. Das ist dann gleich 24 Viertel. Wir können mit der 4 kürzen, das macht dann gleich 6 Eintel und das sind 6. Das waren die 4 Grundrechenarten beim Bruchrechnen. Du brauchst dafür einfach eine unfassbar wichtige Grundlage. Du musst das kleine 1×1 aber sowas von auswendig können, damit du schnell einen Hauptnenner findest. Also auswendig lernen. Wenn du jetzt aber noch Fragen zum Bruchrechnen hast, schreib sie mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst und wir sehen uns beim nächsten Video.